Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich möchte dir heute was über den Pricktest erzählen. Der Pricktest ist ein Allergietest, wo man eine Typ 1 Allergie, eine Soforttyp-Allergie testet. Warum heißt das Soforttyp? Weil sobald, wenn das Allergen auf die Haut aufgetragen wird, es zu einer allergischen Reaktion, einer Quaddel kommt. Um einen Allergietest durchzuführen, gibt es meistens schon fertige Allergiemischungen, die man anwenden kann. Oder manchmal ist es auch möglich, zum Beispiel wenn man eine Nahrungsmittelallergie hat, das Nahrungsmittel mitzunehmen und dann das Nahrungsmittel selber in der Haut zu testen. Warum heißt es eigentlich Pricktest? Pricktest, weil man das Allergen mit einer Lanzette in die Haut prickt und damit in den Kontakt mit der Haut bringt. Die genaue Durchführung geht folgendermaßen. Man hat 3 Felder. Ein Feld, wo man das Allergen selber aufträgt, die Testreaktion. Daneben ist ein Feld mit einer negativen Kontrolle und ein Feld mit einer Positivkontrolle. Als Negativkontrolle nimmt man meistens das Lösungsmittel, in dem das Allergen gelöst ist. Als Positivkontrolle verwendet man Histamin, weil das immer eine Quaddel, also eine Positivreaktion auslöst. So, man hat nun diese Felder alle aufgetragen, dann wartet man 20 Minuten und dann kann man den Allergietest ablesen. Im besten Fall passiert einfach gar nichts und man hat keine Allergie, dann freut man sich. Aber wenn man eine Quaddel sieht, dann vergleicht man sie mit der Positivreaktion und guckt, wie groß ist sie. Ist sie kleiner, ist es eine einfach positive Reaktion. Ist sie genauso groß, eine zweifach positive Reaktion. Ist sie größer, eine dreifach positive Reaktion. Und hat sie sogar so kleine Pseudopodien-Ausläufer, dann ist es sogar eine sehr starke allergische Reaktion und bekommt 4 Kreuze. Gut, jetzt weißt du, wie der Allergietest funktioniert, aber es gibt auch ein paar Fallstricke. Du musst, bevor du den Allergietest machst, aufpassen, welche Medikamente du einnimmst. Bestimmte Medikamente sollten nämlich vor dem Test nicht eingenommen werden, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Wenn man zum Beispiel Antihistaminika, Cetirizin, Telfast oder Destoratadin einnimmt, dann kann es passieren, dass man ein negatives Ergebnis bekommt, obwohl man eigentlich eine Allergie hat. Es gibt noch andere Medikamente, die die gleiche Verfälschung machen. Das sind bestimmte Neuroleptika, zum Beispiel Atarax, Atosil. Auch bestimmte Herzmedikamente können das machen, wie Beta-Blocker. Bevor man also den Allergietest macht, sollte man vorher den Arzt fragen, wie viele Tage man das Medikament pausieren sollte oder ob es überhaupt ein Medikament gibt, was den Test verfälschen könnte. So, das ist die eine falsche Reaktion. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man eine falsch positive Reaktion bekommt. Zum Beispiel, wenn man gerade einen akuten Schub der Neurodermitis hat. Weil dann ist die Haut sowieso schon in einem sehr entzündlichen Zustand. Und wenn man dann auch noch Testsubstanzen aufträgt, reagiert die Haut einfach weil sie so sensibel ist. Und dann bekommt man eine falsch positive Reaktion. Also keine Testung in einem akuten Schub der Neurodermitis. Gleichzeitig sollte man auch keine Lokaltherapie verwenden, also keine kortisonhaltige Creme, wenn man den Test macht. Und dann gab es noch die eine Möglichkeit mit dem Test, die ich vorhin angesprochen habe. Man kann eigene Lebensmittel mit zum Test bringen, wenn man eine Lebensmittelallergie hat. Das nennt sich dann Pricktest. Warum? Man prickt erst zum Beispiel in den Apfel und anschließend macht man den Pricktest in der Haut. Pricktest. So, ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt und ich freue mich auf das nächste Mal.